Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute habe ich mir mal gedacht, heute zeige ich mal euch den Arena Manager Fortschritt, den ich jetzt in der Zwischenzeit erlangt habe. Und ich hatte ja ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt mittlerweile schon wieder her ist, keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder anderthalb, so in etwa, hatte ich ja davon erzählt gehabt, dass ich meine Pläne zwecks des Arena Managers ein bisschen geändert habe, ja. Und ja, das ging halt von dazu mal aus, dass ich halt meine Gebäude gar nicht weiter ausgebaut habe, außer die Toilette. Ja, die Toilette hatte ich ja da hatte ich den Gold- und den Speed-Boost drauf gehabt. Und auf dem Sitzplatz hatte ich, glaube ich, den Speed- und den Gold-Boost drauf gehabt. Und in der Zwischenzeit hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt. Ich glaube, auf irgendein Gebäude zwischendurch hatte ich auch mal irgendwie einen Speedboost oder so, aber wirklich nicht ausschlaggebend viel. Und jetzt in der Zwischenzeit habe ich da ein bisschen was dazu gewonnen. Ja, man sieht es auch anhand der Pilze. Ja, die sind ein bisschen zurückgegangen. Ich habe ja auch gar nicht vor allzu langer Zeit jetzt kürzlich erst aufgeladen gehabt. Und ja, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen minimiert, der Pilzkontostand, aber dafür habe ich meinen Arena Manager jetzt komplett nicht platiniert, sondern vergoldet sozusagen. Ja, also auf jedem Gebäude ist hier ein Goldboost drauf mindestens. Und mir fehlen jetzt nur noch leider auf dem Monster noch ein Speedboost. Leider, weil das Monster neben der Toilette mit das am meisten das Gebäude ist, was am meisten bringt. So, ne? Da fehlt mir leider ein Speedboost drauf und mir fehlt noch ein Speedboost hier auf dem Popcorn-Stand. Da ist es nicht so schlimm, weil das bringt ja nicht ganz so viel. Aber hier ist es halt ein bisschen ärgerlich, dass ich den hier bisher noch nicht bekommen habe. Ja? Die zwei Sachen fehlen mir noch. Ich hoffe mal, dass ich die in Bälde bekomme. Und ja, dann bin ich eigentlich schon komplett durch mit dem Arena Manager. Und dann fängt für mich dann quasi die nächste Stufe an, und zwar das Platinieren. Ja? Der teuerste Part ist dann somit abgeschlossen. Und ich habe meinen Arena Manager ausgebaut und das Platinieren, das kostet jetzt nur noch pro Gebäude 100 Pilze. Ja, also jedes Gebäude hochziehen kostet 400, 200 für Speed und 200 für Gold. Ja, und das ist ziemlich teuer. Und jetzt nochmal das Platinieren kostet jetzt auch nochmal 100 Pilze auf jedes Gebäude und dann bin ich durch mit dem Teil hier. Und wenn ich auf jedes Gebäude einen Platin-Boost drauf habe, heißt, ich habe den Arena Manager komplett ausgebaut. Dann werde ich noch ein einziges Mal einen 7-Tage-Skip nehmen, um ja, mal so das Maximum auszuschöpfen. Ja, wenn ich hier meine Toilette dann auf 2,5 habe, das geht relativ fix jetzt gleich, ist das nachher auch fertig. Und das alles hier platiniert ist und dann alles auf 2,5 habe, weil der nächste Breakpoint ist erst bei 5K und das wird ein bisschen schwierig, das zu erreichen. Deswegen werde ich einmal, wenn alles 2,5 ist und alles Platin ist, dann nochmal das Maximum ausnutzen und einen 7-Tage-Boost kaufen. Und dann lasse ich davon endgültig die Finger vom Arena Manager. Dann lasse ich das Ding einfach nur durchlaufen. Opfern natürlich noch regelmäßig, weil das regelmäßige Opfern bringt mehr, als das einfach nur so laufen zu lassen. Ja, eigentlich würde es sich jetzt schon lohnen, schon wieder zu opfern, weil die Toilette einmal durchgelaufen ist. Wird sich jetzt schon wieder anbieten, ja, aber ich möchte die ganz gerne noch auf 2,5 hochziehen und dann eventuell die Nacht durchlaufen lassen, weil der Breakpoint ab 2,5, der bringt dann schon nochmal ganz schön viel auf das heftigste Gebäude, mit Doppelboost auch drauf, ne? Und deswegen, ja, so viel auf jeden Fall bei mir jetzt momentan gerade zum Arena Manager, so sieht das aus, werde ich euch auf jeden Fall noch die Tage weiterhin noch auf dem Laufenden halten, wie es hier weitergeht. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was es hier sonst noch so zu tun gibt auf dem Char. Wir haben auf jeden Fall noch eine Free Try, wir haben noch ein paar Angriffe, wir haben noch Würfelspieler und so weiter und so fort. Halt der Daily Stuff, den man so zu erledigen hat, ja. So, und das werden wir mal jetzt auch gleich tun. Zack, würfeln, nix. Wir nehmen die Sanduhren. Sanduhren finde ich bisher jetzt irgendwie mit am lohnendsten, wenn man da mal 5 Stück bekommt. Das ist schon ziemlich nice. Wenn man sich mal überlegt, zum Serverstart kriegt man 100 Sanduhren geschenkt. Und bei so einem Würfel, wenn du da mal einfach so 5 Stück würfelst von, dann hast du einfach mal 25 mehr, als du beim Serverstart geschenkt bekommst. Und das ist ziemlich cool.
Und ist relativ viel und finde ich sogar lohnenswerter, als jetzt irgendwie auf Gold oder so zu gehen, weil im Prinzip kannst du damit deine Quests überspringen und hast dann im Umkehrschluss mehr Zeit, die Stadtwache reinzuknallen, was natürlich dir dann auch wieder Gold bringt, ja, und deswegen vielleicht auch sogar ratsamer, als eventuell das auf Gold zu würfeln. Aber ob da die Berechnungen so hundertprozentig stimmen, was sich jetzt nun mehr lohnt, das kann ich euch jetzt nicht so sagen, aber rein vom Gefühl her würde ich einfach sagen, und weil es halt auch sehr nützlich ist, Sanduhren zu haben, gehe ich persönlich auf die Sanduhren. Aber klar, muss man natürlich abwägen, wenn da jetzt schon zweimal Gold liegt, ne, was man gewürfelt hat, wenn man schon zweimal Gold gewürfelt hat, dann gehe ich natürlich auch auf Gold. Ganz logisch, ja. Battle Mage, du hältst jetzt mal bitte die Schnute ganz kurz, ich bin noch nicht bei dir, ja, so. Und ja, ganz klar, da gehe ich natürlich dann auch auf Gold. Man muss halt immer gucken, ein bisschen abwägen, was sich gerade anbietet, das ist immer situationsbedingt und deswegen, ja, mal gucken, was sagt der Kampf hier? Ja, okay, 147 Millionen, nehmen wir mit und wir rüsten wieder um auf das Farm-Equipment, bevor wir hier die Quest abholen, ganz wichtig. So, damit jetzt auch die nächste Quest gleich mit vollem Goldbonus beginnt. Zack, nehmen wir an, was haben wir? Quest haben wir, Daily Quest haben wir schon fertig. Und dann gehen wir mal zum Glücksrad hier. Ziemlich viele Pilze, habe ich jetzt gerade da gesehen irgendwie, ja. Was haben wir hier noch? Ich habe übrigens überlegt gehabt, ich werde wahrscheinlich nichts mehr weiter opfern irgendwie für die Toilette, weil wenn ich ein Epic brauche, dann blätter ich mal am Epic-Event so, ne, und weitere Gegenstände in die Toilette zu werfen, finde ich einfach nicht mehr worth, auch wenn ich gesagt hatte, irgendwie Items, die nur 1, noch was irgendwie oder weniger als 1 Million bringen, werfe ich hier rein, aber im Prinzip lohnt es sich auch nicht. Ich habe jetzt schon 2 Items reingeworfen, oder 4. 4 sind es jetzt, glaube ich. Oder ein Epic war dabei, das weiß ich nicht ganz genau. Ja, das ist wirklich, ja, eigentlich nicht mehr wirklich lohnenswert, weil, wie gesagt, das ist halt alles verschwendetes Gold, verschwendete Skillpunkte. Und wenn man halt ein Epic haben will, dann holt man sich das halt für Pilze, so, ne? Weil Pilze ist an sich eine unendliche Währung, ja. Jo, ansonsten Goldgrube haben wir auch bald auf 50, ja, da in 3 Tagen, da werde ich wahrscheinlich dann ein Video zur Goldgrube machen. Simultan schließen wir dann natürlich auch das Achievement ab und das ist auch sehr, sehr nice hier. Wo haben wir das? Tiefbaumeister, genau, da fehlt mir noch einmal hier. Mine und Grube je auf 50, das hatte ich auch verwechselt gehabt. Ich habe erst gedacht, man kann auch die Mine auf 60 hochziehen und vielleicht die Grube auf 40 und dann hat man trotzdem den Tiefbaumeister, aber nee, man braucht beides auf 50, ja. Da hatte ich mich ein bisschen vertan gehabt. Ja, so sieht das nämlich aus momentan. Ja, gut, gucken wir noch kurz mal rüber auf den Battle Mage. So, ziemlich viel Chaos hier im Inventar. Ja, kommt aber deswegen, weil ich halt weil ich letztens gerade hier unterwegs war und die Dungeons gecleart habe, ja, in einer der letzten Videos und deswegen bin ich hier die Epics noch nicht so wirklich losgeworden, so, ne. Boah, Alter, ich habe ohne zu gucken gehabt, auf 2,5 geskillt. Hätte jetzt gut sein können, dass der über 2,5 gegangen ist, dann wäre er nicht so gut gewesen. Unter 2,5 wäre egal, so, weil dann, ja, aber glatt 2,5, Alter, das ist krass. Da haben wir jetzt quasi gar nichts verschwendet. Das ist sehr, sehr cool. So, und dann machen wir auch den Daily Stuff hier. Und dadurch, dass ich jetzt hier mit dem Battle Mage wieder so gut vorankomme, ich hatte mich nämlich auch schon ein bisschen gewundert gehabt, warum ich in der Ehrenhalle so weit abgesackt bin. Und ja, jetzt ist ja quasi der Grund geklärt hier wegen, ne, weil es ja auch zu Bugs kam, zu Bugs Bunny. Deswegen sollte es hoffentlich die Tage jetzt wieder ein bisschen besser aussehen in der Ehrenhalle, dass ich da nicht in den, in den letzten Top 100 rumgurke, sondern vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne mit unterwegs bin. So, gut, ja, hier können wir auch nochmal das Würfelspiel nutzen. Zack, was haben wir da? Steine. Brauche ich eigentlich gar nicht auf dem Account hier. Da habe ich genug von, wenn dann Seelen könnte ich noch ein paar gebrauchen, aber da bekommen wir natürlich nichts. Okay, ja gut. So, aber Steine sind mir halt egal, da habe ich mehr als genug von, also es ist mir da egal, ob ich die jetzt nun habe oder nicht habe. Das ist für mich, ja, da riskiere ich dann lieber die Chance auf ein paar Seelen, weil davon fehlen mir nämlich ein paar, wie ihr sehen könnt. Und ja, deswegen. Goldgrube hier bald auf 25. Wenn das Ding auf 25 ist, dann kann ich hier auch endlich anfangen, Gold zu farmen während dem Ausbau.
Ja, weil da ja auch viele mal nachfragen, wann man gleichzeitig Gold abholen kann. Plus weiter ausbauen, ab Stufe 25 ist das Ganze möglich. So, kurz nochmal auf den Berserker geschaut hier. Was es hier so zu machen gibt, zu tun gibt, habe ich hier momentan noch das 50er Mount noch am Start, wegen dem damaligen 5-fach-Event. Alter, nice. Nehme ich mit. Ja, der läuft doch jetzt gleich aus und dann werde ich hier wahrscheinlich wieder auf das 30er Mount umswitchen. Ja, weil ich hier mit den Pilzen halt einfach nicht hinterherkomme, aber hier hatte ich halt das das 5er-Event hatte ich halt mit dem 50er Mount mitgenommen, weil das einem Free-to-Play-Spieler hier auf dem Server durch die Lappen gehen zu lassen, das ist sehr ärgerlich. Da sollte man auf jeden Fall auch die dementsprechenden Pilze drauf sparen, damit man das auch dann gut mitnehmen kann, das Event, ja, mit einem 50er Mount. Weil sonst geht einem da wirklich zu viel durch die Lappen. So, Dille, mach gucken, was sagen wir hier? Nicht viel. Gucken wir mal ein bisschen im Wirbel. Da geht leider auch gerade nichts. So, was ganz gut ist, dass die Lucky Coins wieder in letzter Zeit laufen. Also die Flimmerkisten sind wieder relativ gut am Start. Das ist ein Segen auf jeden Fall. Ja. Okay, und dann gucken wir nochmal ganz kurz hier auf den Dämonenjäger zum Schluss. Erledigen da nochmal den Daily Stuff. Hier müsste ich mich mal unbedingt wieder ausrüsten. Das habe ich schon sehr, sehr lange Zeit nicht gemacht. Ja, hat ja auch alles immer mit Pilzen zu tun und so weiter und so fort. Und das sind ja jetzt nicht meine unbedingt krassesten Main-Accounts, aber auf jeden Fall geht das natürlich hier auch weiter auf dem Dämonenjäger. Ja, nice. Und wir haben sogar einen Dungeon gelegt hier. Das ist auch sehr gut. Was haben wir hier? Stärke. Was ist denn das hier? Das ist schlechter. Das ist ein schlechtes Item. Ja, warum soll ich das nehmen? Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Digga, das ist schlecht. Dafür kann es mal einen Berdrahmen haben hier. Und der könnte auch einen Stein reinkriegen. Ja, hier so ein Ausdauerstein vielleicht hier so. Zack. Jo, und das Teil... Das sind Geschickhandschuhe. Ja, moin. Was soll er denn damit? Hä? Ach so, aber die sind nur für Krieger. Oh, okay, das ist wieder so ein Scuffed-Item, ja, was wieder niemand gebrauchen kann hier irgendwie. Deswegen zerlegen wir das mal. Und ja, dann kriegt es halt auch niemand, denn gut. Hier Lucky Coins auch gut am Start. Bisschen Zeit habe ich noch, um den Rest des Glücksrades noch zu farmen. Ja, vielleicht kriege ich das hin. Und jo, dann sind wir soweit durch auf den Servern. Ja, sind jetzt erstmal soweit durch. Und ja, dann soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein. Boah, das sind ganz schlechte Quests. Ganz schlecht. Nehme ich ungern an. Ja, das war's soweit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.